Ja, Chat. Und was passiert hier? Muss man unbedingt großartig wissen, was im ersten Teil passiert ist? Um den zweiten Teil quasi zu genießen? Ich glaube eigentlich nicht, ne? Der zweite Teil ist schon recht... Also das Wichtigste, was man vielleicht wissen muss, ist, dass Snake im ersten Teil gegen seinen Zwillingsbruder Liquid gekämpft hat, wo Liquid am Ende dann preisgegeben hatte, dass die eigentlich alles nur Klone sind. Dass die eigentlich nur Klone sind von ihrem Vater, dem Big Boss. Und am Ende, als wir durchgespielt haben, gab es noch einen kurzen Teaser, und zwar, es gibt noch einen weiteren Klon. Weil es wurden, glaube ich, irgendwie 21 Klone gemacht. Darunter war halt Snake und Liquid. Und alle anderen sind angeblich gestorben, laut Liquid. Und nach dem Teaser hat halt der gute Ocelot, gegen den wir auch gekämpft haben im ersten Teil, der ist geflohen, wieder zurück nach Russland oder so, und hat Kontakt aufgenommen mit dem President, und die haben darüber gesprochen, dass es halt noch einen dritten Snake gibt, dass er noch lebt. Und das ist halt der Solidus. Das ist halt der Solidus. Den gibt's noch. Es wurde nicht gesagt, dass das ein Klon ist, oder? Doch, wurde schon alles gesagt. Und ansonsten wichtig für den zweiten Teil noch vielleicht. Hatte ich gerade irgendwas im Kopf gehabt, jetzt habe ich es vergessen. Auf jeden Fall, wichtigste ist auf jeden Fall, dass das Klone sind. Ach ja, und dass Snake in sich einen Virus trägt. Ich weiß nicht, ob es in dem Teil schon relevant ist, aber dass Snake in sich einen Virus trägt, der ihn irgendwann plötzlich umbringen könnte. Und er auch mit dem Virus andere theoretisch anstecken könnte. Der Fox-Die-Virus, der ihm injiziert wurde in dem ersten Teil, bevor er überhaupt losgelegt hatte, damit er dort alle infiziert, die dort alle sterben und er dann selbst auch stirbt. Er hat aber komischerweise überlebt und man weiß jetzt nicht genau, wann er stirbt. Es wird einfach nur gesagt, yo Diggi, wenn deine Zeit halt gekommen ist. So. Und das war's. Das sind wahrscheinlich so die wichtigsten Punkte für Metal Gear Solid 2, um die zu wissen. Ansonsten, alles was passiert, wird hier eigentlich erklärt. Es ist auch ein bisschen eigenständig, könnte man schon fast sagen, ne? Zu dem anderen Teil. Das Ende vielleicht wird dann so ein bisschen mehr auf den ersten Teil zugreifen, aber der Weg dahin ist eigentlich schon alles sehr eigenständig. Ja. Und Chat an diejenigen, die es schon gespielt haben, ne? Auch wenn ich es schon selbst gespielt habe, ne, und einiges noch schon mich erinnern kann und so weiter. Wie beim ersten Teil, nicht spoilern, Chat, ne? Weil viele im Chat kennen das Spiel noch nicht, wollen natürlich selbst nicht gespoilert werden. Und ich selbst habe auch super viele Dinge vergessen. Und viele Dinge werden vielleicht wieder für mich eine kleine Überraschung sein. Ne? Deshalb, ja. Ja. Ja, so, das haben wir auch im ersten Teil noch herausgefunden. Dass Solidus, der dritte Klon, auch der Präsident ist. Ja. Okay, let's go. Gehen wir rein. Ich wusste vorher nicht, worum es bei Metal Gear geht. Und alles habe ich null erwartet. Er ist stark, ne? Ist geil. Ja, so wenn irgendwelche Secrets sind oder so, gerade im Level vorkommen oder sowas und ich gerade auf dem Weg bin oder so, dürft ihr mir gerne sagen. Dass man da irgendwie einen Spind aufmachen kann oder sind irgendwelche Poster von halbnackten Frauen oder sowas. Dürft ihr gerne sagen. Kojima Superstar! Will die nämlich auch sehen. Ja, ganz wichtig. Ich weiß nicht, ob es in dem Teil war mit den nackten Frauen in Spinden. Halbnackten. Oder um den dritten, glaube ich, war das, ne? David Hayter! Das ist unser Snake.
Ist, by the way, Chat, auch mein Lieblingsteil der Reihe. Ist ein Banger. Oh, der kommt dazu, stimmt. Das Game fängt an wie ein Film. Ja, da wo es aufgehört hat, da fängt es auch wieder an. Es endete wie ein Film im ersten Teil und es fängt wie ein Film an. So. Nee, der zweite ist nicht der beliebteste. Der dritte ist der beliebteste. Der zweite war damals sogar ziemlich verhasst. Weil, dazu komme ich später. Aber ja, den zweiten mochten damals viele nicht. Banger. Das war der dritte Cue. Sons of Liberty. Ui. Geil. Das ist doch der, bei dem du meintest, du weißt nicht, wie das geregelt ist, wegen dem Tasten nur halb drücken. Ja, ja, das Spiel hat hier ganz wilde Doppelt- und Dreifachbelegungen gehabt und hat damals die unique Funktion vom PlayStation 2 Gamepad ausgenutzt. Und zwar, dass man bei PlayStation 2 Gamepad die Knöpfe nicht ganz durchdrücken konnte und dann nochmal richtig durchdrücken konnte. Es gab quasi so ein Pressure-Feedback, keine Ahnung, wie das heißt. Es gab auf jeden Fall bei den normalen Action-Buttons gab es sowas halt. Und das war damals wichtig für das Spiel und das gab es dann bei der PS3 halt nicht, weshalb dann an manchen Stellen das Gameplay sich ein bisschen weird angefühlt hatte. Und irgendwie funktioniert das auf der PS3 nicht. Und ich weiß nicht, wie das jetzt hier ist. Wieso bin ich jetzt wieder hier? Hallo? Wieso bin ich wieder hier? So, danke. Okay, gehen wir rein. Und generell hatte ich mit dem Spiel damals, als ich das zum ersten Mal hier im Stream gespielt hatte, sehr viele Probleme gehabt. Mit der Steuerung und so weiter, weil du teilweise wirklich irgendwie 6 Knöpfe gleichzeitig drücken musst, nur um die Ecke zu schauen und zu schießen oder sowas. Das war irgendwie alles sehr weird, alles irgendwie doppelt und dreifach belegt und du musstest irgendwelche Devil May Cry Kombos machen für ganz simple Sachen und ich kam da teilweise echt nicht so gut klar, hab mich damals sehr oft aufgeregt, hab sehr viel rumgeheult, aber diesmal werde ich mich nicht aufregen, ich werde nicht heulen, ich werde den Spaß meines Lebens haben, okay? Okay. Ja. Moment, Captions waren an, ne? Ne, ist off. Okay. Okay, let's go. Radartypen. Radar erscheint in Sons of Liberty auch in Eindringperspektive. Radar erscheint in Sons of Liberty nicht in Eindringperspektiven. Radar erscheint in Sons of... Okay. Typ 2 ist, denke ich mal, normal. Deshalb machen wir Typ 2, ne? Die Geschichte ist frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden... The Hudson River, 2 years ago. We had classified intelligence that a new type of metal gear was scheduled for transport. The whole thing stank, but our noses had been out in the cold too long. Nee, leider kein Deutsch.
Ja, wir müssen uns dran gewöhnen, dass sie nicht mehr Deutsch reden. Ich vermisse sie auch, aber wir müssen uns jetzt an das Neue gewöhnen. Hör auf zu rauchen, du Versager! Er hat auf dich gehört, ja. Direkt weggeworfen. Scheiße. Ja, yeah, der Sneak-Anzug! Den kennen wir von Dingens. Von Grey Fox und von Otakron aus dem ersten Teil. Ich kann in den Cutscene zoomen. Oh, stimmt, war da nicht irgendwas, Chat? Irgendwie war da in dem Spiel so, dass man irgendwas im Hintergrund sehen konnte, teilweise in den Cutscenes, ne, wenn man irgendwie ranzoomt oder so und dann so bewegt, oder? Das war super weird. Nee, in dem Teil gab's auch. Ich weiß, es gibt im Ending, kann man reinzoomen in eine Ecke und da sieht man etwas. There he is! Schlange! Einfach Terminator, ja, Zeitreise. He's right on schedule. Da ist er leider Ocelot. He'll know soon enough. This is Snake. Do you read me, Otacon? Loud and clear, Snake. Kept you waiting, huh? I'm at the sneak point. Everything going okay? The stealth camo's busted. Landing impact. We must have overused it. Sorry, but you're gonna have to deal with it. You're not in the military anymore. Right. I didn't plan on relying on this gadget anyway. The private sector's not so bad, is it? Privacy guaranteed? I'm happy as long as no one gives me any more unwanted gifts. You mean that thing with Naomi? And I can't say I miss the chattering nanny. Mei Ling's not so bad. That reminds me, I have to get in touch with her again about that new Natick flashware. Diverting toys from the SSCEN again? Look, give her a message from me. Someone will find out, sooner or later. She's better off assuming it's sooner and quit while she's safe. Too true. Okay, Snake, let's get to work. You know how the technical specs of Metal Gear were sold on the black market after Shadow Moses? All Ocelot's doing. Exactly. And now every state, group, and .com has its own version of Metal Gear. Stark! Not exactly a classified weapon for today's nuclear powers. This new one seems to have been designed to wipe the floor with all the other models. The only consistent description is that it's an amphibious, anti-Metal Gear vehicle. That explains why this one is under Marine Corps jurisdiction. The mission objective is to make visual confirmation of the new Metal Gear being transported by that tanker and bring back photographic evidence. But I want you first to go up to the top level of the infrastructure, to the bridge. We need to find out where the tanker is headed. A little reconnaissance, huh? There's too much we don't know about this new prototype. Capabilities, deployment method. We don't even know how close it is to completion.
If we know where the testing arena is, I can start to draw some reasonable conclusions. All right, I'll head to the bridge ASAP. Try to avoid ASAP. confrontations. Our goal is to collect evidence on Metal Gear development and expose it to the world. It would be best if you could get out of there without alerting anyone. Don't worry, I know the drill. We're not terrorists. Very good. Don't you forget that you're part of Philanthropy now, an anti-Metal Gear organization and officially recognized by the UN. Recognized, but still fringe, Otacon. Snake Alright, gehört jetzt eine neue let's look at Gruppe your an, gear. Leute. Your weapon is a tranquilizer gun converted from a Beretta M92F. M9. It's a little hard to work with because you have to reload after each shot since the slide locks. Better than scavenging at the mission site. Good suppressor, too. The chemical stun will take effect in a few seconds and last for hours. You can take down an elephant with that thing. Check out the laser sighting, too. The effects of the anesthetic round will vary depending on what part of the body is hit. We're talking about a difference of tens of seconds between hitting limbs, Das ist die chest, wichtigste Waffe im head. Spiel, Leute. As for the equipment, hey, brauch Snake, nichts mehr. cigarettes? What's wrong with you? It's kind of a lucky charm. You haven't read the Surgeon General's warning, have you? Here's the digital camera. Works almost the same way as your old one. They don't look armed. Hey, Earth to Snake. These are nice, upstanding Marines, not terrorists. Hey, Escape. Don't get caught. You're in stealth Otakon hat mode. überlebt. Die Basis wurde ja nicht in die Luft gejagt. Never hurt anyone. By the way, Otacon. Da bist du also geflohen halt, ne? Absolutely. Hacked it out of the Genau wie Pentagon's Ocelot. classified files myself. No traces? Oh, please, I'm too good for that. But this might be a trap. Remember, there's a price on our heads. You're just being paranoid. I hope so. Those men, you wouldn't think they were anything but civilians from here. With all the ships passing on the river and in the harbor, putting uniformed Marines on the deck would be a bad idea. People can get a clear view of the water from Riverside, too. The water line is too high. According to the navigational plans, this ship should have discharged its cargo upriver. It's in there, no doubt about it. The military trains you to watch for threats from the stern on a boat. That's SOP for counter-terror ops, too. Security should be tighter. You worry too much. Where's the target? Satellite surveillance is a major international pastime these days. I'd say the cargo holds, safely below the deck. Do you see the entrance to the holds? Looks like there are a few entryways into the crew quarters. The chopper. What? Who dead? Looks like we're not the only ones after Metal Gear tonight. Is that a chopper I just heard? Affirmative. Probably another cavalry. What's their game? Hijack? They're probably targeting the ship's controls. Otacon, how many men do you need to take over a tanker of this size? The ship is run by a computer, so I'd say about 18 people. AKS 74U. Ich brauche dafür nur einen Tranquilizer. Russians? You sure? No Marine barber touched that head of hair. Natürlich, die Mütze ist ganz wichtig. Jetzt offiziell. Ja, definitiv Russe. Erst die Frisur, jetzt die Mütze. Ja, definitiv. Let's get an ID on him ASAP. I'm on it. Looks like the tanker's theirs now. KA-60 Kasatka. Ach so. Kasatka? Kamov chopper, right? Killer whale. Er kennt allein an dem Geräusch, was für ein Hubschrauber das ist. We need to get a fix on who they are. Judging by their transport, aren't they some kind of military commandos? Not necessarily. It could be the KA-62, the civil model. Look, Snake, all we need is the photographic evidence of Metal Gear.
As long as we have those, we can put it online and blow the whole thing wide open. So no pyrotechnics, okay? All right. I'll do my best. This isn't like Shadow Moses. Reach me if anything happens. Okay. The frequency's 141.12. How can I check in and save my progress? I'll do it. There's a frequency set aside for it. Hey, Mei Ling. 140.96. Sorry, but no Mei Ling this time. Call me on the codec when you want to save. Kein Rumgeflirte mehr mit I'll be Mailing. waiting just past the Verrazano Bridge. You need to be off that ship by then. I'll be in touch. Aber ja, Snake und Otacon sind jetzt in einer neuen Einheit. Eine Einheit, die extra gegründet wurde, um die ganze Metal Gear Scheiße zu stoppen. Weil, wie wir jetzt herausgefunden haben, der Metal Gear aus Teil 1 wurde von Ocelot verkauft auf den Schwarzmarkt. Und seitdem bauen jetzt alle auch Metal Gears. Oh. Der hat mich direkt gesehen. Moment. Ich dachte nicht, dass er runterschauen kann. Kommt er jetzt hier hin? So. Okay, ich kann schießen. Ich kann boxen. Okay, er kommt. Ich kann kriechen. Ich dachte nicht, dass die runterschauen können. Bei Metal Gear Solid 1 war das nicht so, dass sie runterschauen können. Das ist neu, okay? Ich muss jetzt erstmal an die neuen Regeln mich gewöhnen. Erstmal die neuen Regeln kennenlernen, ja? Wie gehe ich in Ego-Perspektive? Okay. Das ist aber keine richtige Perspektive zum Schießen. Das ist nur zum Schauen. Die Frage ist... Okay, man muss Viereck halten und dann R1 drücken. Dann geht man in Ego-Perspektive. So, aber wie mache ich jetzt... Okay, jetzt bin ich lost. Okay, also man muss ja Viereck halten, damit man die Waffe zieht. Aber wenn ich Viereck loslasse, dann schießt Snake. Wie gehe ich jetzt raus aus dem Schießmodus, ohne eine Patrone zu verbrauchen? Okay, boxen. Ich muss kurz die Dark Souls Kralle machen und dabei Kreis drücken. Und dann packt er die Waffe weg. Komplexer als Mathe-Studium, ja. Okay, let's go. Wo war der Typ, der mich gesehen hatte? Wir müssen, unsere Mission ist jetzt, wenn das euch zu viel Text war und ich kenne euch, ihr habt direkt nach 10 Sekunden abgeschaltet, weil es zu viel Gerede war. Aber unsere Mission ist es jetzt einfach nur, auf diesem Schiff einen Beweis zu suchen für einen Metal Gear. Und zwar am besten ein Foto von ihm machen. Einen Metal Gear finden, von ihm einfach ein Foto machen. Okay, da oben ist einer. Er schläft. So. Frage ist, wie lange schläft er? Kann ich da nicht rüberklettern? Hallo, ich habe zugehört, ich bin nur gerade erst dazugekommen. Ja, dann halt auch für Leute wie dich, die gerade erst dazugekommen sind. Man kann jetzt dodgen, Leute. Ja, ich kann während dem Laufen schießen, aber dann kann ich nicht zielen. Ich kann es jetzt nicht so laufen. So, ich glaube, hier könnte ich jetzt rein, oder? Nein? Scheiße. Wie interagiere ich? Dreieck. Snake, it looks like that door can't be opened from the deck. You can infiltrate the ship through other doors. Okay, die Tür ist zu. Wie sieht's aus? Gibt's hier sowas wie Looten? Okay. Snake, go through that door into the ship's interior. Push the action button down in front of the door and wait until the door opens before letting go. If you need to open the door faster, hit the action button repeatedly while you turn the handle. Make sure you keep doing it until the door's open. Danke. Es gab hier gleich am Anfang schon, ne,
ein cooles Easter Egg, das muss ich gucken. Oder was heißt Easter Egg? Ein cooles, eine coole Cutscene, wie auch immer, die wir irgendwie gleich hinkriegen müssen. Und zwar gibt es gleich eine Stelle mit einem Tageslichtprojektor. Und da kann man etwas Besonderes machen. So, und jetzt muss ich so gegen die Wand drücken. Dann, ich muss gegen die Wand drücken, dann Viereck halten, dann in Ego-Perspektive gehen, dann kann ich um die Ecke schießen. Ja, okay. Also das ist die richtige Reihenfolge. Gegen die Wand mit dem Stick drücken, dann in Schussmodus gehen, dann in Ego-Perspektive gehen und dann kann ich schießen. Kann ich theoretisch auch, Moment, schon gegen die Wand drücken, in Ego-Perspektive gehen, dann, nee, das geht nicht, okay. Klingt komplizierter als es ist eigentlich. Ja, man muss halt reinkommen. Es ist halt unüblich. Heutzutage sind halt Spiele nicht so wie das hier. Man muss halt ein bisschen reinkommen. Ja, ich kann in Third Person kann ich auch um die Ecke schießen, aber man kann halt besser aimen, wenn du in First Person bist, ne? Okay. Er geht nur bis dahin, okay. Oh, es fühlt sich alles so smooth und so geil an, ey. Hier findet er mich niemals. Wieso ist der Erste vorbeigelaufen? Stealth-Meister. Okay, scheiße, die gehen jetzt zu ihrer Position. Wie laufen die jetzt? Kann ich hier rein? Ich kann hier rein, okay. Keine S-Rank, leider keine S-Rank mehr, ne. Okay. Ja, ich muss in die Steuerung reinkommen, okay, Chat? Ich krieg das hin, ja? Und der Mann hat die Welt von einem Atomangriff gerettet. Ah, hier kann ich jetzt nicht um die Ecke. Hier kann ich nicht um die Ecke schauen, Leute. Hier geht's nicht. Das zählt nicht als Ecke. Aber ja, was ich gerade auch nochmal festgestellt habe, ist, woran ich mich auch wieder erinnere, man kann mit der Dodge Roll den Gegner reinrollen und die fallen um. So, jetzt ist alles wieder normal, ne? Okay. Wohin gehen die jetzt? Der kommt jetzt nicht hier hoch, oder? Scheiße, ist weggelaufen. Er kommt hier hoch. Hier lang? Okay, wenn er zurückgeht, snipe ich ihn weg, okay? Oder geht er im Kreis? Geht er im Kreis oder kommt er zurück? Er kommt zurück, oder? Er kommt zurück. Ich snipe ihn weg, Leute. Okay, beim nächsten Mal, okay? Okay, beim nächsten Mal, Chat. Ich war kurz verwirrt, welchen Knopf ich loslassen muss. Zum Schießen.
So, ich muss jetzt Viereck loslassen, damit ich schieße. Viereck, das ist der Daumen. In sein Auge! So, und jetzt kann ich die doch so... Irgendwie konnte man die wegtragen, Leute. Konnte man die nicht wegtragen? Oh, was ist das denn? Das ist neu. Ich finde es super, wie er auch nicht einfach über ihn drüber rennt, sondern wenn man über Leute läuft, dann ändert sich die Laufanimation. Ich kann auch so machen, mit dem Stick. Moment. Oh, okay, ich muss nicht Viereck halten. Okay, das ist stark. Wenn man einmal den Stick kurz reindrückt, dann geht er auch in den Schussmodus. So, aber wie ging nochmal... Ich meine, ich muss ihn jetzt nicht tragen, aber einfach nur mal für, ne? Für die Zukunft. Waffe weglegen vielleicht. Ah, ja, Waffe weglegen, okay. Okay, ich habe ihn gelootet. Ich wollte ihn eigentlich wegtragen. Ich meine, ist scheißegal, aber, ne? Okay. Einfach mal nur, um zu lernen, wie das geht, ne? Für die Zukunft, für schwierige Momente. Ration, unsere erste. Was läuft hier für ein geiler Film? Du Dieb! Ja, ich bin nicht nur ein Stealth-Meister, ich bin auch ein Diebmeister. Einfach der Diebmeister. Gibt's hier was Leckeres zu essen? Zu essen vor allem. Jetzt hör auf, ihn zu Teebeuteln. Hey, das ist ein Ganove, okay? Das ist ein russischer Ganove. Geiles Geräusch. Oh. Da sind ganz viele Fliegen um ihn herum, Leute. Ist das Johnny? Johnny ist tot. Er stinkt. Stinkt er nach Scheiße? Ist das ein Hinweis auf Johnny? Wow, jetzt so drehen. Jo! Und jetzt wegwerfen. Oh. Okay, wir brauchen hier schon eine Dingenskarte. AP. Spürt Lebensfunktion auf. Vibriert bei Näheren des Gegners. Bei Aktivieren Sensor. Okay. Kamera. Ration. Zigaretten. Spürt Lebensfunktion auf. Vibriert bei Nähern des Gegners. Okay, das klingt cool. Okay, rüsten wir einfach mal aus. Jetzt sind die Fliegen um mich herum. Okay, wir müssen erstmal irgendwo einen Schlüssel suchen oder eine Schlüsselkarte suchen, I guess. Ich denke mal, hier komme ich raus. Nach draußen wieder, ne? Hey, die Fliegen verfolgen mich jetzt. Oder wir gehen hier runter. Vielleicht ist hier offen. Eine Stun Grenade. Stark. Oh, hier kommt man rein. Okay. Geh mal durch, das ist widerlich. Hat der eine dicke, fette Minigun da in der Hand? Der hat eine dicke, fette Minigun in der Hand, Leute. So eine Raygun. Brrr. Raven. Ach, Vulcan Raven aus dem ersten Teil. Der hatte auch so eine Gun gehabt. Oh! Das ist der Vulcan Raven Spielfigur! Okay. Wo sind die Poster? Wo sind die Poster? Hat er Loot?
Kann ich ihn da irgendwie einsperren? Ja, ich muss gucken, wie das funktioniert. Okay, einfach nur reinlaufen. Okay. Ist nichts passiert, Leute. Wir packen ihn wieder rein. So, und man kann auch sich selbst verstecken. So. Kann man auch machen. Okay. Und den kann man jetzt anschießen, oder was? Hätte das nicht eine geile sein sollen? Ich hoffe nicht, dass die jetzt alle Poster geändert haben. Weil ursprünglich waren, glaube ich, so Aktmodels oft in den Sprinten versteckt. Ich weiß nicht, ob die das alles jetzt geändert haben. Wie klettere ich da hoch? Okay. Okay. Aber Buffman sind auch nice, beschwer dich nicht. Nee, mir geht's eher darum, nicht, dass ich jetzt ein Problem habe mit Männernippeln, sondern ich habe die Befürchtung, dass die alle Poster geändert haben durch dieses Poster. Und wir jetzt nicht verschiedene Poster haben, sondern nur noch eins haben. Das wollte ich nicht. Ich wollte das nicht. Bleib mal bitte im Schussmodus und halte L1 gedrückt, dann kannst du laufen. Nee. Nee. Ja, ich weiß, dass ich so laufen kann. Ich weiß das doch. Ich habe doch nur darüber gesprochen, dass ich nicht so laufen kann, wie in einem Ego-Shooter. Dass ich das hier machen kann, das weiß ich. Hab eben gecheckt, das iWire-Poster war auch im Original da. Alles gut. Okay, gut. Dann kriegen wir noch unsere nackten Ladies. Ich habe am Anfang darüber gesprochen, dass man beim normalen Schießen laufen kann, aber nicht in First Person, wie in einem Ego-Shooter. Okay, kommt er hier runter? Hier hoch? Ist auf jeden Fall irgendwie eine große Maschinerie hier am Start. Hoffe, wir kriegen ganz viele unterschiedliche Männernippel. Das schaffe ich ihn von hier wegzusnipen? Als ob der jetzt nicht kommt. Irgendjemand schnarcht hier. Ach so. Wow. Und jetzt kommt er! Nein, jetzt geht er wieder. Ach, der läuft da rein. Oh! Und ich meine, die stehen auch irgendwann auf. Die bleiben nicht für immer liegen. Dieser Raum war auf höchster Difficulty die Hölle. Haben die dich von unten direkt gesehen? So. Ja, aber ich kann auf jeden Fall schon mal nicht ohne Kills spielen. Ich habe ja schon einen umgebracht. Aber man kann hier endlich schleichen. Im ersten Teil konnte man ja nicht schleichen. Sondern nur auf dem Boden dich hinlegen.
Freeze! Muss wohl resetten. Nee. So wichtig ist mir das jetzt nicht. Ist halt einer umgekommen. So, ja, passiert halt. Ist eine schwierige Mission, ne? Kann mal passieren. Arbeitsunfall. Wo gehobelt wird, Chat, fallen auch Späne. So. Und das war halt ein großer Sparen. Okay, das ist über mir. Und der bewegt sich auch. Was? Oh doch. Okay, ich dachte, der ist nicht umgekippt. Wo kommt der denn her? Der hat mich aber jetzt überrascht. Kein Loot? Willst du ein Poster hier wissen? Schieß los. Ist das hier in dem Raum? Wo ist der? Da oben ist er. Ganz oben, wo der Mann mit Fernglas guckt. Alter, let's go. Deshalb guckt er die ganze Zeit da. Wie zoome ich ran? Da haben wir das erste Poster-Chat. In die Sammlung! Habe ich gerade... Oh. Ich habe das wichtige Foto von dem russischen Typen überschrieben. Huch! Ja, ist nicht so wichtig. Ist nicht so wichtig, Leute. Okay? Oh, der Con freut sich. Aber jetzt bin ich doch einfach nur im Kreis gelaufen. Nee, bin ich nicht. Repair of the entranceway to the engine room on the port side is complete. We'll return to position following patrol at the small room on the port side. So, und ich glaube, die, zum Beispiel jetzt die immer Bescheid geben, ich glaube, die darf man nicht stunnen, oder? Oder töten. Freeze. Weil ich glaube, wenn ich den jetzt erledige, so, ich glaube, da wird jetzt irgendjemand halt zwischendurch nach Report anrufen und fragen, yo, wie ist die Lage? Und wenn er sich dann nicht meldet, dann gibt es, glaube ich, einen Alarm oder so. Mosch! Okay, die Poster sind alle da. Oh, starkes Poster, Leute. Mit Rücken. Ui. Das ist doch Dedication, Alter. Clever. So. Roter Komm beschwert sich jetzt. Wait, don't move. What?
Look at the walls on both sides of the hall. I see something. Infrared sensors? Right, and they're linked to... Let me guess. Semtex. Exactly. Plastic explosives. If you trip the sensors... I'll be sleeping with the fishes, along with this entire ship. That sounds about right. I'm not in the mood to go sleep with the fishes, but there are too many sensors. Looks like I'll have to find another way. No need to worry. There's a way through. Take a close look. Do you see the thing with blinking green lights right next to the explosives? That's the control unit for the sensors. Destroy that, and the sensors stop functioning. You can't get in close enough to touch it, so you'll have to shoot it out. But your M9's knockout rounds won't work. Find a gun somewhere. Oh. Ich brauche eine richtige Schusswaffe. Ich brauche eine richtige Schusskanone. Hast du eine richtige Schusskanone? Ja, es ist nicht wirklich sonderlich smart, C4 in einem Schiff zu benutzen. Irgendwie. Aber gut, die sind ja nur hier, um irgendwie den Metal Gear zu klauen. Ne? Deshalb, ich glaube, denen ist es jetzt eh egal. Den spinnt. Denen ist es ja eh egal. Die jagen wahrscheinlich generell hier alles in die Luft hier nach. Ne? Hey, Anna, Dankeschön für den Sub. Und hi. So, aber ich habe keine andere Waffe, Leute. Oder? Ich habe nur Stun-Granaten. Wir müssen irgendwo eine Waffe finden. Aber hier geht's, glaube ich, komplett raus. Ja, hier geht's wieder zurück. Wo habe ich eine Waffe übersehen? War ich nicht in jeder Ecke? Ich meine, die tragen alle Waffen, aber ich kann ihnen keine Waffen klauen. Ich glaube, der Typ ist dann neu, oder? Vielleicht hat der jetzt eine Waffe. Nee, der ist einfach nur aufgestanden. Freeze. Ah. Gib jetzt! Gib jetzt! Oh. Aber das brauche ich nicht. Weil irgendwo habe ich eine Waffe übersehen, I guess. Irgendwo liegt hier eine Waffe rum. Konzert war gut. Habe ich gerade am Anfang des Streams drüber gequatscht. Hier drunter. Oder wir gehen wieder hoch. Wo ich gerade war. Ich bin jetzt eine komplette Runde gelaufen. Und bestimmt läuft man eine komplette Runde, weil hier jetzt was Neues ist. So, 1 plus 1 gerechnet. Die Waffe nicht gezogen. Genau in dem Moment hat er sich gedreht. Als ob der denn nicht sieht, dass da jemand liegt. Als ob der den nicht sieht. Nee, Leute, ich glaube, mich zu erinnern, es war wirklich in einem großen Lager.
meine mich zu erinnern, das war wirklich im großen Lager. Irgendwas sagt mir, es war im großen Lager. Irgendwas ganz tief in mir schlummert, was raus möchte. Und das ist das Wissen über die Waffe. Wir gehen wieder rein. Aber wenn man die... Nee, okay. Ich wollte gerade sagen, wenn man die in den Schrank einsperrt, bleiben die wohl für immer am Schlafen. Und die anderen stehen wieder auf, wenn man das Gebiet neu lädt. Aber nee. Der bleibt auch liegen. Ich glaube, da unten war ich nicht, oder? Ich glaube, da unten bin ich nicht durchgelaufen. Kann das sein? Hm? Nein, das ist eine Lüge. Das ist eine dreckige Lüge. Und das wissen wir beide. Authentischer russischer Dialekt. War da nicht irgendwo ein Typ noch? Hier war ich auch schon in der Ecke. Get USP first. Okay, hier ist sogar schon Munition für die Waffe. Hey, schön groß, geht ab. Ja, die Russen haben extra Englisch gelernt für dieses Spiel. Oh mein Gott, bitte. Ist auch USB. Der guckt sich das Poster an, dieses Schwein. Wer hat das Poster da überhaupt platziert? So weit. Oder kann man die irgendwie durchsuchen, Leute? Die kann man nicht durchsuchen, ne? Wo ist der Schatz versteckt? Oder komplett draußen? Und ich bin hier eigentlich zu früh. Ich bin zu schnell hier hingelaufen. Who is that? It's the enemy. I need air. Ups. So, genau das hier passiert jetzt. Jetzt kommen so extra Leute angelaufen, weil ich jetzt jemanden erledigt habe, der eigentlich immer durchgeben muss, wie die Lage ist. Jetzt kommt so eine Einheit und guckt, was passiert ist. Hey, Bromi. No sign of the missing man. Everything else is normal. Und die sind halt gefährlich, weil die sind super aggressiv, haben dicke Schilder noch. Und von denen will man sich nicht erwischen lassen. Zeigt ihnen das Bild vom Poster, abgelenkt. Chat, oder ist die Waffe komplett draußen? Noch im Regen? Ist es hier warm oder ist es hier kalt? Wir spielen jetzt das Warm-Kalt-Spiel. Ist es hier warm oder kalt? Die Treppanimation ist super. Ich kann da gar nicht rüberkommen. Sehr kalt, okay, dann ist es wirklich draußen. Dann habe ich es draußen irgendwo übersehen. I guess.
Warte nicht. Also mir ist gerade kalt. Und jetzt sind die wieder aufgewacht? Die sind wieder wach. Schlafen gelegt. Gute Nacht, mein Freund. Ich glaube, es wurde ja, glaube ich, so erklärt, dass man nicht die Waffen von den anderen benutzen kann, weil, das sind ja alles so Genomsoldaten. Und ich glaube, die haben so ein Genshit in ihren Körper drin, was auf diese Waffen reagiert. Und deshalb kann ich keine anderen Waffen benutzen. Und ich muss quasi irgendwie, glaube ich, erst eine Waffe auf mich programmieren oder so. Eine ganze Karte hat man nicht, ne? Weil hier bin ich ja durchgerusht. Weil ich erwischt wurde. Also kann sein, dass es vielleicht irgendwo hier ist. Dass ich hier irgendeine Tür übersehen habe? Oder eine Ecke übersehen habe? Ja, Genome-Soldaten klingt viel cooler als Fingerabdrucksensor. Ist das ein Spind? No. USB. Eine Ratio? Ja, ich denke mal, wir gehen raus, ne? Ich glaube, hier bin ich ursprünglich reingegangen. Gehen wir auf der anderen Seite raus. Oben ist ja nichts, ne? Ah, oben kann ich auch raus, okay. Ah, hier ist die Waffe, Leute. Ja, hier ist die Waffe. Hier ist sie. Ich könnte die Waffe bestimmt die Kamera so ausschalten. Papa! Schade. Jetzt bist du richtig hier. Ah, Spiel ist schon echt cool, Chat. Spiel ist schon echt nice. Ich lieb's. Eine Chefgranate. Ja, und hier unten war ich, dann stand ich von den Kisten. Ich hab... Jo, kommt der zurück? Hallo? Wer hat doch angerufen? Ich habe mir in RPGs immer eingeredet, wenn ein Gegner besiegt wurde und du nicht jedes Mal seine ganze Ausrüstung mit dir nehmen kannst, dann liegt das daran, dass seine Ausrüstung beim Kampf kaputt gegangen oder es nicht deine Kleidergröße ist. Ah, smart. Ja, Klingelstreich, wirklich. Wird geprankt. Hallo! Snake, there's another set of infrared sensors in place. If you touch that, the explosives will detonate and that ship will be pulverized. There aren't that many infrared beams. Maybe you can get past those without setting off the explosives. If you need to see exactly where the beams are, you can use the usual method. There's a fire extinguisher over there. Break it open and try scattering some of the extinguishing chemicals. Ich bin voll reingelaufen. Ich stehe voll drin.
Stand voll drin. Ja, ich kann durchkriechen, ne? Hat er gerade genießt? Wurde ich gerade erwischt, weil Snake genießt hat? Ich wurde erwischt, weil Snake genießt hat? No way. Hör auf! Hör doch auf! Das ist wahrscheinlich von dem Rauch, ne? Das hier der hat zu viel von dem Rauch eingeatmet und dann muss der von dem Löschpulver zu viel eingeatmet. Und dann hat er Snakey, Husti gemacht. Mit PS5 Gamepad spielt sich das auch viel geiler, Chat, als mit PS2 Gamepad. PS3 Gamepad, das spielt sich schon viel geiler. Das fühlt sich so geil. Ich bin ein richtiger Stealth Master. So it is the Kasaka. Russian choppers. Касатка! Давай, Антон, прыгай! Быстрей! Die Russen, sie kommen. Mann braucht man, ne? Антон, ты что делаешь? Das sind, glaube ich, schon mehr als 18 Mann. Kann das sein? Snake, did you find out where that ship is headed? I'm looking at it. 35 degrees longitude, latitude around 58. More than 500 miles off the coast of the Bermudas, out in the middle of the Atlantic. So the prototype is ready for solo testing. It's basically combat-worthy. That area is outside the Second Fleet's operational range, too. It must be a standalone Marine Corps project, which means this prototype Metal Gear must be designed for independent deployment, without any naval assistance. Anyway, analysis can wait till later. Snake, you need to go down to the holds and locate the actual metal... Mach ich. Da ist sie. Okay, Chat. Kann ich kurz... Chat. Das ist eine russische Einheit, ne? Und da ist jetzt eine Frau von dieser russischen Einheit. Ratet mal, wie sie heißt. Also an diejenigen, die das Spiel nicht kennen. Ratet mal, wie sie heißt. Starkfroscher. Das ist die Olga. Echt? Ja. Das ist die Olga. Finger, but hole? Digga, wo ist diese scheiß USB? Bei ihr oder was?
Sascha Laschka! Control room, communications and engine room are under control. All entry and exit points to the tanker hold secured. Infrared sensors placed and operational. Good work. Are the explosives in place? Yes, they are all planted. Listen, once we have what we came for, the tanker will be scouted. Ja, deshalb ist es über C4. Die wollen das wirklich in die Luft jagen. Underwent the VR training. No one else can do it. Are you sure you can trust him? Your part in the mission is complete. You are to leave at once. No, it's not over yet. I can see the moon, even in this storm, pale as death. I have a bad feeling about this mission. You swore this to me, that you would leave the unit once the mission was complete. Do not worry, this is a country of liberty. No, this is where I belong, with the unit. I have nowhere else to go. Father, Da ist I want to USB. stay and fight. There is no choice to make here, Olga. Need I remind you that you are carrying my grandchild? Oh, sie ist schwanger. Olga ist schwanger. Und ich muss jetzt verprügeln. Damn it. Freeze! Hands over your head, now! Now! Toss your gun overboard, slowly. Ja, die brauche ich. A woman. Show your face. You men, you're all the same. Who are you? Olga Gurgluk. Gurgluk. We are nomads, wanderers. Oh, Haare! Don't move. Americans, so you shoot women too. Kojima, du Sau! What else do you have there? Take the knife and toss it. Not there. Toss it overboard. Hold that position. Now, turn around. You know what you're doing. Godzilla kommt. It stopped raining. Not too shabby, is it? New York, I mean. Not too shabby. Gedodged! Wie eine Scheißlegende. And that brings our tour to its conclusion. Scout knife with a surprise. You a Spetsnaz? Spetsnaz! I think you deserve a little credit. No one's ever dodged that shot of mine. But no one gets lucky twice either. Okay, let's go! Die rennt einfach durch. I've been with the unit since I was born. I grew up on the battlefield. Conflict and victory were my parents. The unit is my family. We've shared everything, all the bad and all the good. I have no one, nothing except the unit. Nothing else matters to me. Ich hab sie fast getroffen. Okay? Whoever you are, you're not stopping us. Lass die Schwangere betäuben, da läuft bestimmt nichts schief. Nein. Das ist, die Betäubung ist schwangerfreundlich. Stimmt, Leute, man konnte alle Bosse am Leben lassen, ne? Deshalb die zwei Leisten oben. Die eine ist für Betäubung und die andere ist für Damage.
hochklettern? Ich hätte einfach schießen sollen. Ist einfach perfekt reingelaufen. Nein, das machst du nicht. Du blendest mich nicht. Du Sau. Das Blenden funktioniert echt gut. Die hat irgendwas geworfen. Hab sie. Ich weiß nicht, ob ich hätte hochklettern können und sie im Nahkampf einfach verprügeln können. Aber das scheint ein bisschen... Könnte ein bisschen vielleicht weird kommen, oder? Wenn ich eine schwangere Frau verprügle. Ne, ich habe nur in die Beine geschossen, nicht in den Bauch. Kind geht's gut. Ich meine, sie könnte vielleicht jetzt an der Unterkühlung sterben, aber... Die wird schon abgeholt, okay? Cypher. Cypher? Otacon, the ship appears to be under their control. The men have Russian gear, but I haven't been able to find out anything else about their origin. I know who they are. You do? We've ID'd the old man, Who is he? Sergei Gerlukovich. Gerlukovich, one of Ocelot's allies. Yeah, the GRU colonel. He's the one Ocelot was supposed to meet up with after Shadow Moses. They're after Metal Gear. Everything's changed. This is not going to be as simple as we thought. You could say that. I saw a surveillance remote just now. It looked like the Cypher. A Marine Cypher T? No, Army. First the Marines, then the Russians, now the Army? Alle sind hier. You're right. This isn't gonna be simple. Snake, there's something I have to tell you. What? We didn't dig Die up Chinesen this sind auch info hier. about the new Metal Gear on our own. Not like usual. How did you find out then? It was a tip. An anonymous tip. Anonymous? You've never trusted those. Why would you start now? I have a younger sister, a stepsister. We have different parents. I only knew her for 2 years. You've never mentioned her before. So? The sender of the tip was EE. E.E.? Her name is Emma, but I always call her EE. Emma? Emmerich? Yeah. Wer it just nennt caught seine my eye, Schwester you know? II? I figured it was a coincidence, but I couldn't get it out of my mind. There's really no one out there who knows about her. When was the last time you saw her? Over 10 years ago. You think it's a trap? To lure us out here? I don't know. After I got the tip, I did break into the Pentagon system to get confirmation. Okay. Watch your back, Snake. Maybe I screwed up. I've got a light-equipped USP. I can take them on now. There's no ammo, but it takes a 9mm, just like the Marines' M9. I'll find those somewhere around here. Don't raise too much racket with that thing. I hear you. Ja, die II hat wohl das Pentagon gehackt, Leute. Die vermutlich laut Emmerich seine eigene Schwester ist. Achso, ich bin voll geheilt. Okay. Du, 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 du. Sie schläft, ne? Alles gut. Hast du Loot? Kann ich dich irgendwie in den Schrank stecken oder so? Ist das ein Spinden? Ist kein Spinden, ne? Ah, der Loot! Ich habe ihre Dingens gefunden. Dogtag. Das haben bestimmt alle Bosse, ne? Und dann gibt es irgendwie so Special Ending. Wenn ich alle am Leben lasse und alle Dogtags einsammle. Entschuldigung. Nicht nur alle Bosse.
Normale Gegner haben auch Dog-Tags? Schon wieder stinkig. Jeder NPC? Aber ich habe doch jetzt ein paar Leute schon angegrapscht. Und da kam nie was raus. Oh. What's that? Kriege ich hier voll Flashbacks. Haben damals die beste Version von dem Game gespielt auf der PS Vita. Oha. Es gab Metal Gear Solid 2 auf der PS Vita. Sick. Klingt nach einer geilen Erfahrung. What's that? Wie zum Fick war das kein Treffer? Ja, ich weiß, es ist eine Kamera. Ah, ein gezielter Schuss, ja. Der war gut. Okay, ich habe Munition. Geh doch da rein! Geh doch da rein! Ich treff den Gang nicht! Enemy sight. Requesting backup. Meisterspiel am Werk. Kommt er hier lang? Ah, ich habe den Shortcut nicht geöffnet, ne? Einmal so schlafen können, wie er da pennt, das wär's. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist, sich öfters mal so eine Betäubung reinzuballern. Ich meine, einmal kann man es bestimmt machen. Ja, nee, Hubble-Double, du. So, und wie kriege ich jetzt einen Dog-Tap ab? Wenn man das bei NPCs anders machen muss? Wie kriege ich jetzt einen Dog-Tap? Dog-Tag? Wie? Kriege ich es jetzt ab? Muss überfallen. Wie überfallen? Musst du von hinten ranschleichen oder was? Und dann so festhalten. Welche Devil May Cry Combo muss ich dann machen, damit er das aufhebt? Freezen und dann vor ihm stehen und auf sein Gesicht zielen. Überfallen ist gesetzeswidrig, ja scheiße. Keine 100%. Doch, hier war es richtig. Ja, manchmal fallen aus den Items raus, manchmal nicht. So, jetzt ich kann es ja jetzt bei dem versuchen. Von hinten reinschleichen und dann? Soll ich ihn grabben oder soll ich ihn nicht grabben? Freeze. So, und jetzt?
What are you? Da glitzert was. Und jetzt? Would you shoot that prisoner? Auf seinen Arm schießen? Don't kill me. Oha! Don't kill me. Oh, Entschuldigung. Abgerutscht. Freeze. Don't kill me. Hä? Bitte doch was rausgeworfen. Don't kill me. Okay. Und das muss man von jedem Gegner machen, wenn man irgendwie die 100% spielen will, oder was? Holy shit. Das funktioniert, by the way, auch in Real Life, aber solltet ihr nicht machen. Oh, danke für den Hinweis. Aber es hat doch gar nicht mehr geleuchtet! Snake? Snake! Ich hab's angeschossen, hat nicht mehr geleuchtet. Oder war da noch einer? Ich glaube, da war noch einer. Das war mein erster Tod, ja. Der leuchtet nicht mehr, aber die anderen hinteren leuchten alle noch. Da ist wohl irgendwo noch einer. Ah, hier oben. Wo ist der Gerät? Da! Hab ihn. Aber die sind immer noch an. Kannst du mal die Tür hier zumachen? Nein? Wer ist denn der? Wer ist denn der? Wer ist denn der? Lore? Da ist aber noch einer. Snake, respond! Snake? Snake! Bestimmt wegen dem Bild der Frau. Ja, die sind bestimmt irgendwie verliebt oder so. Ja, ich dachte vielleicht, weil ich jetzt die anderen weggemacht habe, kann ich da jetzt näher ran und mir das besser anschauen. Einfach Rätsel. Einfach Rätsel. Okay. Okay. Schieß mal auf den Sack. Wahrscheinlich wäre dann der ganze Raum mit Lasern und ich konnte gucken, wo ich hin muss, ne? Hätte mich bestimmt auch durchschummeln können. Horizontal bridge checkpoint passed. All non-essential personnel report to the holds in 10 minutes time for the scheduled briefing session with the Commandant. You are ordered to continue. Okay, jetzt Leute, jetzt kommt was Tolles.
Das, was der Keks sagt, Leute. Holt euch Zero Escape. Der Loot? Loot? Ui! Loot! Das ist der zweite Teil hier. Da steht einfach einer. Wieso hat er keine Taschenlampe? Wieso trägt er keine Taschenlampe? Was ein Schlingo. Was sagen Sie eigentlich zu AI Somnium Files? Damit sind aktuell 22 Euro. Sollte man das mitnehmen, ist auch ein sehr geiles Spiel. Ja. Ist kein Zero Escape mehr, also kein Escape Room Spiel, aber trotzdem sehr geiles Spiel. Das ist von dem Writer sein nächstes Spiel gewesen, nach Zero Escape. Was geht denn bei dem ab, Leute? Der hört gerade irgendwie Musik. Hör auf, escaped. Hör auf, sich Lügen zu verbreiten. Hat sich ausmusiziert. Ghost Streak ist im Angebot. Oh. Aber will man Ghost Streak auf PC spielen? Will man das nicht lieber auf Nintendo DS spielen? Hat es da keine DS-Mechaniken? Der schläft da die ganze Zeit? Ich glaube, der schläft, wacht zwischendurch auf und sagt, nothing to report und schläft dann weiter. Ja. Imagine, die sind gerade erst bei dieser Mission angekommen. Die sind gerade frisch hier gelandet. Er direkt schon am Schlafen. Mitarbeiter des Monats. Ist auf PC sehr gut. Okay. Ja, mal schauen. Das gab's auch auf PlayStation, oder? Ghost Trick? Im Moment auch pennen. Die sind hier auf einem Schiff, wo die eine Mission erledigen müssen und danach wird das Schiff gesprengt. Ich glaube, da willst du nicht einschlafen. Ich glaube, hier willst du wieder weg. Danke, Kojima, für nichts. Dreh durch die Kamera in die andere Richtung. Ich will sehen, wo ich hinlaufe. USB habe ich voll. Ration habe ich voll. Okay, Cutscene. Das ist bestimmt der Jetlag. Die kommen gerade aus Russland hier rüber geflogen. Jetlag, ne? Deshalb ist er so müde. Ghost Trick gibt's auf PS4, okay.
stern hatch. The lift is Eigentlich also reden die under wahrscheinlich control. Russisch, Leute. Aber Snake hat Nanomachines, wo die Sprache Sir, automatisch the übersetzt main wird. commander has started his speech already. All communications to the holds have been severed. No one is aware of our presence. Let no one down into the holes until we are out. Yes, sir. We will secure your exit with our lives if necessary. There is one more thing. Yes, sir. My daughter, keep her safe. Oh, okay. Yes, sir. Würde es diese Laien geben, hätte ich Olga umgebracht? Weiß das jemand? Who goes there? Alter, coole Rolle. Ich habe ein Magazin eingesammelt. Ach so, ich dachte, das was zum Lesen. Ich dachte, ich habe was zum Lesen eingesammelt. Aim for the lights. Ach so, ich lebe noch. Geh doch! Wieso? Kannst du hier nicht weiterlaufen? Hinter ihm. Schlange. Schlange hinter dir. Schlange? Hat er nicht gesehen, dass die Schlange da ist? Who goes there? Revolver Ocelot, mein alter Freund. Oh, Shalashaska. Shalashaska. Why are you here? We thought you were with the Colonel. What the? Erst für die Russen, jetzt ist er doch gegen die Russen. Erst bei den Russen, aber irgendwie doch nicht. Der Ocelot. Der macht auch sein eigenes Ding. The Colonel will be joining you soon, comrade. Er will auch den Anführer von denen umbringen, den Sergei. Snake, are you in yet? Have you made it to the holds? It's taking longer than I expected. We've already passed the Verrazano Bridge. All right, we'll use another recovery point. They may be planning to change course. What?
The exits to the deck are all sealed. What are they planning? If they get Metal Gear, we're going right off the fringe. Snake Eater ist auch in der Collection, ja. The men down here are definitely Marines. If the deck is sealed off, they have no way of knowing that the ship's been taken over. I'm not interested in fighting these guys. The weapons won't do me much good here. Can you see Metal Gear? No. I'll have to go around to the bow. They have some serious defenses here. I doubt the recent arrivals want to blast their way through the Marines either. Wonder where they're headed. I don't know. Not the beach, that's for sure. Stand jemand in Unterwäsche? Was? Okay, Snake. Let's go over this one more time. Use this camera to get photographic evidence of the Metal Gear prototype. Now do your thing and take pictures that speak louder than the government's plausible denials. We need 4 shots. Metal Gear from the front right, and front left, and a close-up of the Marine Corps marking. Marking? There should be a Marine's insignia on the body of Metal Gear. Just let someone try explaining away a clear shot of that. All right. There's actually one little thing. Just spit it out. I'm used to things going wrong. It looks like someone's monitoring our transmission. Aha. Who? I don't have a clue. All they're doing is watching. It would creep me out less if they tried to interfere with our communications. Could it have something to do with that cipher we saw? Maybe. I've switched the encryption protocol for our burst transmission for now. What I want to do is use a different method for sending these photos, just in case. Instead of using the codec? Exactly. There's a workstation in the southeast corner of the block where Metal Gear is housed. I've made arrangements so that you can send the pictures from the machine. Arrangements? Rein in I den hitched a Mainframe. ride on Link 16 into U.S. military's proprietary network. Managed to get into that workstation and overwrote a part of the system software so I could remote install a little app I wrote. Why bother with anything that complicated? No, it's pretty simple, really. Look, all you have to do is stand in front of the machine and push the action button. Oh. The app will automatically launch and download the image data from the camera, split the files, and encrypt them individually. The data packets can then masquerade as... Okay. So all I have to do is push the action button in front of the computer once I have the pictures, right? Well, sure, if you put it that way. And one more thing. The Commandant's already begun his speech, but you need to get the pictures before he's done talking. Otherwise, they'll spot you, okay? How much time do I have? I hacked into his personal files and took a look at the text of that speech. Halt wirklich simpler, als die Ecke zu schießen. Longer if he throws in a joke or two. A 7-minute time limit, huh? Remember, Snake, just the photos, okay? With these kinds of odds, I won't be making any sudden moves. But that doesn't mean we can just let Metal Ich habe Gear auch noch be andere hijacked. Fotos unterkommen. Okay, but first the photos. All right, we'll deal with the rest when we get there. Stay low. Ich habe noch ein paar andere Fotos. Die würde ich dir auch gerne zeigen. So, da steht jetzt irgendwo jemand nackt rum. So do a number of rogue states. They are all working on deploying their own Metal Gear force to compete with the US's nuclear. Da steht er ohne Hose, ja. Hast du ihn gesehen? Was ist Metal Gear überhaupt? Ein riesiger Roboter. Im ersten Teil gab es nur einen. In dem zweiten Teil gibt es jetzt mehrere. Und hier unten gibt es einen besonderen Metal Gear. Ein Metal Gear, der die anderen Metal Gears zerstören kann. Ja, der trägt keine Hose. Verschlafen. Musste schnell gehen. The hundreds, if not thousands, of Metal Gears that exist all over the world are no longer a threat. The blind rush to nuclear proliferation will be contained. Das ist ein Anti-Metal Gear Metal Gear, genau. Und der heißt jetzt hier Metal Gear Ray. Im ersten Teil hieß er Metal Gear Rex und jetzt kommt der Metal Gear Ray. Nations building up their own Metal Gear force will think twice about their nuclear strategy in the light of the military. Wie hat man das, Chat? Wie geht das Easter Egg mit dem Tageslichtprojektor? The shift in the balance of power will mean a new world order, and we, the Marine Corps, will play a central role in its military affairs. Ein Raum weiter, okay. Ich will auf jeden Fall dieses Easter Egg mitnehmen.
The opposition from the Navy is an undeniable fact. There is a lot of pressure from Navy brass, especially those with submarine and air background. Not to mention interference from a major player. But this project is vital to the Marine Corps. Ja, Entschuldigung, wir können ja mal reinlaufen in den Beamer, ne? Ja, Tageslichtprojektor, Beamer. Ours is not the only military project devoted to Metal Gear development, but it cannot be more different in nature than the Navy's. Snake, respond! Snake! Snake! Tageslichtprojektor, At the moment, every industrialized nation on the globe knows the specifications. Das waren sehr viele Ausrufezeichen. Worse yet, so do a number of rogue states. They are all working on deploying their own Metal Gear force to compete with the US's nuclear strike capability. The world is about to see a swarm. Wenn ich einen Soldat wegschlage, passiert ein Dominoeffekt. We initiated the development of Metal Gear Reihe as a countermeasure to these pirated weapons forces. The only thing that can stand Der up to a ist Metal eingeschlafen, Gear is, of im course, Stehen. another Metal Gear. With Reihe, the hundreds, if not thousands, of Metal Gears that exist all over the world are no longer a threat. The blind rush to nuclear proliferation will be contained, and it will be the Marine Corps and our Reihe that will accomplish this. This weapon will render all other Metal Gears obsolete. Nations building Wir gehen mal weiter. will think twice about their nuclear strategy in the light of the military dominance spelled out by Reihe. Einfach alle zum Schlafen bringen. Ich glaube, ich habe nicht genug Munition, um alle zum Schlafen zu bringen. We, the Marine Corps, will play a central role in its military affairs. Ich meine, da war eine Leiter zum Hochklettern. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwas ist. Some say that the strategic importance Warte, ich of muss hier sogar lang. will be reduced by the completion of Reihe. The opposition from the Da gibt es Navy auch is Hunde. Bei allen, die da There's a stehen. lot of pressure from Navy Alle. brass, especially those with submarine and air background. Not to mention interference Nee, nicht from a alle, major okay. player. But this project is Snake, respond! Ich wollte wieder zurück, ich wollte hochklettern. Bevor ich unten lang, weil ich glaube, unten ist der richtige Weg. Ich will gucken, was oben auf der anderen At Seite the ist. moment, every industrialized nation on the globe knows the specifications for Metal Gear. Worse yet, so do a number of rogue states. Hey, die Dinger funktionieren wieder hier nicht. Es ist wieder die Zeit angebrochen, Chat. Wo die Emotes hier im Chat oben nicht funktionieren. We initiated development of Metal Gear Reihe as a countermeasure to these pirated weapons forces. The only thing that can stand up to a Metal Gear Ich schaff's schon, is, Dark, of ne? course, Muss mich nicht an der Hand another nehmen. Metal Ich Gear. schaff's schon. Ich finde schon meinen eigenen Weg. With Reihe, the hundreds, if not thousands, of Metal Gears that exist all over the world are no longer a threat. The blind rush to nuclear proliferation will be contained, and it will be the Marine Corps and our Reihe that will accomplish this. Kannst du den Projektor kaputt machen? Ne, wir machen gleich viel Besseres mit dem Projektor. Alle Wege führen zu Metal Gear. The shift in the balance of power will mean a new world order, and we, the Marine Corps, will play a central role in its military affairs. Some say that the strategic importance of aircraft carriers will be reduced by the completion of Reihe. The opposition from the Navy is an undeniable fact. Not to mention interference from a major player. But this project is vital to the Marine Corps. Jesus, da sind Fernbedienungen. It is sometimes closer to home than you think, gentlemen. Always bear that in mind. Ours is not the only military project devoted to Metal Gear development.
but it cannot be more different in nature from the Navy's. Theirs is a program that will add fuel to the uncontrolled fire of nuclear proliferation. It is a fact that players in favor of such a policy are attempting to derail our own Ray project. Wie unpraktisch. Mal kurz schauen. This turned out to be longer than expected. At ease, rest a little. In the light of the military dominance spelled out by Ray, the shift in the balance of power will mean a new world order, and we, the Marine Corps, will play a central role in its military affairs. Some say that the strategic importance of aircraft carriers will be reduced by the completion of Ray. Das ist so dumm. The opposition from the Navy is an undeniable Das ist so fact. dumm. There is a lot of pressure from Navy brass, especially those with submarine and air backgrounds. Simok Drache, Dankeschön für 2 Monate. Not to mention interference from a major player. But this project is vital to the Marine Corps. The enemy is sometimes closer to home than you think, gentlemen. Always bear that in mind. Ours is not the only military project devoted to Metal Gear development, but it cannot be more different in nature. What's going on? Snake! Junge, die Jungs waren komplett überfordert. Not to mention interference from a major Die Jungs waren komplett überfordert. But this project is vital to the Marine Corps. The enemy is sometimes closer to home than you think, gentlemen. Oh, was mach ich Always bear denn? that in mind. Ours is not the only military project devoted to Metal Gear development, but it cannot be more different in nature from the Navy's. Theirs is a program that will add fuel to the uncontrolled fire of nuclear proliferation. It is a fact that players in favor of such a policy are attempting to derail our own Ray project. But I promise you that they will not Jetzt einfach succeed. hier rauskommen. I have a daughter, and it is my greatest wish never to have her or her children experience the horror of nuclear war. As a father, I want to leave a better world for the future generation. As a soldier, I know that is my duty. Metal Gear Ray is amphibious, unlike the Army's wreck. It can cruise deep underwater, move in undetected and make its landing on any shoreline. Hier laufe ich jetzt theoretisch nur zurück. Der ohne Hose. Its onboard joint tactical information distribution system identifies targets with Ach Moment, unerring accuracy Leute. and takes them out with massive fire. Ich muss ja vermutlich den Film fotografieren, ne? This new model of Metal Gear is codenamed Ray, after the great Manta Ray. Snake, respond! Schlange! Snake! Snake! Not to mention interference from a major player. But this project is vital to the Marine Corps. The enemy is sometimes closer to home than you think, gentlemen. Always bear that in mind. Ours is not the only military project devoted to Metal Gear development, but it cannot be more different in nature from the Navy. This is a program that will add fuel to the uncontrolled fire of nuclear proliferation. It is a fact that players in favor of such a policy are attempting to derail our own Ray project. Ich habe einen Geist entdeckt. But I promise you that they will not succeed. You must be tense. Let's do a little Geist stretching, erwischt. shall we? Right. Left. Stop kidding around. Snake? Snake! Kannte ich noch nicht. Interesting. Gibt sogar Achievements. Crazy. Not to mention
mention interference from a major player. But this project is vital to the Marine Corps. The enemy is sometimes closer to home than you think, gentlemen. Always bear that in mind. Ours is not the only... Snake, respond! Snake! Snake! Vielleicht gehe ich da von rechts, von der anderen Seite, okay? Probieren wir die andere Seite aus. Ihr Name ist scheinbar Akina Minami. Waren das nicht generell mehrere Frauen? Ich weiß nicht, ob das einfach nur Models sind oder JAV-Models. I don't know. Aber es sind ja mehrere Frauen. Ours is not the only military project devoted to Metal Gear development, but it cannot be more different in nature from the Navy's. Theirs is a program that will add fuel to the uncontrolled fire of nuclear proliferation. It is a fact that players in favor of such a policy are attempting to derail our own Ray project. But I promise that they will not succeed. I have a daughter. And it is my greatest wish never to have her or her children experience the horror of nuclear war. As a father, I want to leave a better world for the future. Bald kann ich die Rede auswendig. Frag. I know that is my duty. Metal Gear Ray is amphibious, unlike the Army. Die ist auf jedenfalls ein Idol, von der Hideo etwas zu sehr begeistert war. Ah. Jungs? You must be tense. Let's do a little stretching, shall we? Left. Up. Right. Front. Left. Ah! Snake, what's wrong? Snake! Snake! Ja, ich glaube, diese Platten auf dem Boden, die machen Geräusche, ne? Not to mention interference from a major player. But this project is vital to the Marine Corps. The enemy is sometimes closer to home than you think, gentlemen. Always bear that in mind. Ours is not the only military project devoted to Metal Gear development, but it cannot be more different in nature from the Navy's. Theirs is a program that will add fuel to the uncontrolled fire of nuclear proliferation. It is a fact that players in favor of such a policy are attempting to derail our own Ray project. But I promise you that they will not succeed. I have a daughter, and it is my greatest wish never to have her or her children experience the horror of nuclear war. As a father, I want to leave a better world for the future generation. As a soldier... Ich hab's. You're all familiar with the Shadow Moses incident during the Sears administration. The third state of nuclear proliferation. That's right. Wrecked yourself at that event. There he is. My boy, the Ray. Metal Gear. Metal Gear. Vorne, links, rechts und Logo. Metal Gear Ray is amphibious. Hinten wollte er kein Foto haben, oder, Chat? Cruise deep underwater. Move in undetected and make its landing on any shoreline. Das ist gut, oder? Good. Its onboard joint tactical Ja, sag information gut. distribution system identifies targets with unerring accuracy and takes them out with massive firepower. It is the ultimate weapon. And it is yours to guard. Freeze. I'd like you all to think about what that means. Da stand auf einmal einer.
Das ist keine Leitung. Das ist, glaube ich, eine Rutschstange. Ja, das ist doch hier seitlich, oder? Das ist auf jeden Fall das Logo, ne? Der Marine. Ich darf nicht dieselben Fotos überschreiben. Left. Up. Left. Good. Yeah. Ich weiß nicht, ob es zählt, wenn ich einfach von hier aus fotografiere, so seitlich. Hier steht ja direkt so das große This new Ding. model of Metal Gear is codenamed Ray, after the great Manta Ray. Our Ray has a sting that Zählt. never gave the Manta. With this latest Metal Gear, we can rule the sea and land as we never have before. We have intelligence that there are anti-Metal Gear terrorists planning to target the ship. Intruder to the right! Hä? Wir haben ihn nicht gesehen. Snake, respond! Snake! Snake! Oder war das gerade einfach nur ein Test? Ich glaube, die haben mich gar nicht gesehen. Ich glaube, das war ein Test. Und der andere Typ hat mich dann erwischt. Weil er hat gesagt, to the right, aber ich war ja links von ihm. Ich glaube, der hat die einfach nur kurz getestet. Das war kein Treffer in den Kopf? Doch. Was ist eigentlich den Typen da eigentlich zum Schlafen bringen, Leute? Das ist schade. Snake, what's wrong? Snake! Snake! Und Togebi, Dankeschön für 49 Monate. Also, hä? Wieso geht er schlafen? Metal Gear Ray is amphibious. Unlike the Army's Rex, it can cruise deep underwater, move in undetected and make its landing on any shoreline. Its onboard joint... Das war die falsche Waffe. Stop kidding around. Snake? Snake! Ich habe ihm noch zu den richtigen Heady gegeben. Metal Gear Ray is amphibious. Unlike the Army's Rex, it can cruise deep underwater, move in undetected and make its landing on any shoreline. Aber ein bisschen laut. Na! Its onboard joint tactical information distribution system identifies targets with unerring accuracy and takes them out with massive firepower. It is the ultimate weapon, and it is yours to guard. I'd like you all to think about what that means. Good. You must be tense. Let's do a little stretching, shall we? Right. Down. Good. Ne, ich habe gerade versucht, den Redner zum Schlafen zu bringen. Front. Hat nicht so gut funktioniert. Getting back to the topic at hand. This new model of Metal Gear is codenamed Ray, after the great Manta Ray. Our Ray has a sting that nature never gave the Manta. With this latest Metal Gear, we can rule the sea and land as we never have before. George Sears surrendered Mach zur Sicherheit trotzdem, okay? aftermath of Shadow Moses.
The official reason given did not Macht zur Sicherheit trotzdem. Ja, ihm ist schon arschlangweilig. Er hört diese Rede zum 10. Mal. Zum 20. Mal. But even you will have heard rumors that he was forced to resign after the failed cover-up cost him his influence in the Good. Okay, nur noch eins von vorne und dann schicke ich die alle weg, ne? The Metal Gear Rex development on Shadow Moses was supposedly the first preparatory measure taken against the future possibility of reduced nuclear defense capability. NMD technology leaked to other nations would make that contingency likely. But if this theory is correct, it means that there was a calculated intent. Leute, ich muss unser Bikini-Fotos löschen. By specific Unser letztes. within the military industrial complex. Good. We are here today to flush out and rid our country of these corrupting forces. Mission gescheitert. Ja, wir finden noch andere Poster, okay? Da sind bestimmt Steam-Keys versteckt, oder? Scott? Incorrect. Okay, das funktioniert. So, any codec moments from you, Snake? Ich kann mich daran The gar nicht first erinnern. image is... This is Oh great. nein, The ich hätte die Marines Fotos lettering vorher shows up zeigen really sollen. well. Er hat die wahrscheinlich kommentiert, ne? Die Bikini-Fotos. What's next? Er hat die bestimmt You kommentiert, already ne? took a good one of the side lettering. The next ones... We only need one good shot of the lettering. Okay, die zählen nicht als rechts und links. Okay, what am I seeing now? You already took a good one of the side lettering. Okay, wir müssen hoch. Wahrscheinlich. Moment, das ist von rechts? Wir brauchen immer noch eins von vorne. Von vorne und von links. Das zählt als rechts. Oh lol. That is our mission. Oh lol. You will bear that in mind. The proliferation and development of Metal Gear technology are about to render agreements like the NPT and START obsolete. There are also forces at work Dann halt so. trying to exploit this disturbing trend to further their own power and influence. The human race is about to slide back into Nee, der sieht mich nicht. Der denkt, ich bin einer von denen. the endless arms race of that last century. And we cannot afford to play that Russian roulette again. The Metal Gear Ray you see is here to prevent that Er possibility. denkt, wir sind die Presse. The brain drain of nuclear specialists and the black market trade in weapons grade plutonium has been Looks like I have your photos now. Let's take a look. The first image is... You're a pretty good photographer. We can definitely use this left shot. Okay, last one's coming up. Okay, this works. It's a great front view. Okay, now we have all the photos. Snake, the speech is about to wind up. Forget the photos and get out of there now. Ach, die können vielleicht noch einmal einen kleinen Test machen. Einmal rechts gucken, einmal links gucken. lead the charge into a new world order with Metal Gear Ray. That is all. Dismissed. Jetzt schnell zurücklaufen, alle Poster nochmal fotografieren, ja. Oh nein.
Was hätte Emmerich zu dem Geist gesagt? Ich habe einen Geist fotografiert. Ich habe doch Kojima fotografiert. Ah, scheiße. Ich hätte wirklich neu laden sollen, oder? Excellent speech, my friend. Who the? Gift of the silver tongue. They say it's the mark of a good officer. End of a liar. Americans are too in love with the sound of their own voice to speak the truth. Identify yourself. I am Shalashaska, also called Revolver Ocelot. Aber der hat seine Hand wieder, Chat. Ich hab da Grey Fox hat doch seine Hand abgesäbelt. Jetzt hat er die wieder. Nachgewachsen. What do you want? This machine will be quite useful. What are you planning to do? Steal this thing? Steal? No, I'm taking it back. Ja, Namikianer einfach. Sergei! Wo hat der sich denn versteckt? Gerlukovich. Nobody move. Understood? Er geht in Zeitlupe einfach. Geiler Livestream, Mann. 140p. This ship now carries enough Simtex on its key structural points to blow it out of the water at the touch of this button. That's right. No one has to die needlessly. We're almost at the target. Get a move on. What do you intend to do with Ray? Sell it on the streets? I was raised in Snezinsk, formerly known as Chelyabinsk 70, the nuclear research outpost. What are you talking about? After the Cold War ended, my home was bought out by the Americans. Is there a point to this sad story? Not you would understand. Land, friends, dignity, all sold to the highest bidder, Wie er die the Pistole United States bohrt. of America. Even the technology that gave birth to these weapons is Russian, developed by us. What do you intend to do? Russia will rise again. And Ray is the key. I regret to inform you that I have no intention of selling Metal Gear. Russia will As I rise said, again. I came Unangenehm. to take it back. Unangenehmes Thema. Yes, returned to the Patriots. The Lale-Lule-Lo! Stimmt, die How's that Lale-Lule-Lo. Ocelot, have you sold us out? I was never in your employ, Gerlukovich. Are you still in league with Solidus? No hard feelings, Colonel. Are you still Russia can liquid rock with for all I Solidus? care. Hat er das auf Englisch gerade gesagt? Since when, Ocelot? When did you turn? I'm glad you noticed, comrade. I abandoned her during the Cold War. Das ist im Englischen ja viel geiler. Metal Gear only has room for one. Gerlukovich, you and your daughter will die here. Nicht Olga.
Er hätte noch am besten sagen, auf Englisch, You snake, are you liquid with solidus? Er ist so cool. Imagine, du willst mit einer normalen Pistole als normaler Dude Ocelot erschießen. Looks like you were long overdue for retirement. Stop! Er ist so fucking cool. Und sogar noch nebenbei flexen. Show's over. If you wish to live, I suggest you run now. This ship is still in the lower New York harbor. You may yet make it to shore if you swim for your life. Ja, ich soll die alle nicht treffen. Ocelot! It's been a while, brother. Who are you? You know who I am. Liquid? Not so young anymore, eh, Snake? You're drowning in time. I know what it's like, brother. No wonder Naomi passed you over for the Fox Dive program. Ouch! Get out of my mind, Liquid! Die haben in Liquids Arm amputiert. Und da scheint wohl irgendwie Liquid drin zu sein. Of physical prodigy. Few more years and you'll be another dead clone of the old man. Our raw materials are vintage, brother. Big Boss was in his late 50s when they created his copies. But I live on through this arm! Moderne Medizinchat, das müsst ihr nicht verstehen, okay? Aber ja, jetzt ist es Ocelot und Liquid in einem. Und die streiten sich um den Körper. Liquid-Lot. You're going down, Snake, with this tanker!
Wie lange geht die Sequenz? Sehr lange. Metal Gear haben viele lange Cutscenes. Ich glaube Metal Gear 4 war das, ne? Mit der 90-Minuten-Cutscene oder so. Ja, irgendwie das Ende, glaube ich, oder? Das Ending war irgendwie 90 Minuten lang. We have a problem. Es war geil, ja. Wieso wenn er seine Ad so definiert? Din, 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 din. Okay, es waren 71 Minuten. Wahrscheinlich ohne die Credits 71 Minuten, ne? Ja, der neue Metal Gear ist schon cool. Geiler Fisch. No problems. Proceeding as planned, sir. Yes, at the location we discussed. Yes, I have photographic evidence of Snake on the scene. The cipher was most useful. I look forward to tomorrow morning's news flash. I would say the Marine Corps' plans are on indefinite hold. Yes, of course, Mr. President. Fucking Mr. President. Tja, Chat. Das war der Prolog. Das war das Intro des Spiels. Tutorial, Intro, Prolog. Das war's. Langes Tutorial. Und jetzt beginnt das eigentliche Game. Tausende von Berechnungen waren nötig, um die Atombomben zu bauen und ihre Wirkung zu ermitteln. Computer an Atombomben, Produkte des Zweiten Weltkrieges, haben sich gemeinsam entwickelt. Informationszeitler, okay. Snake, do you remember the sinking of that tanker 2 years ago? Of course. Terrorists blow a hole in an oil tanker full of crude barely 20 miles off the shore of Manhattan. Your classic nightmare. It didn't take long for the government to put an oil fence around the whole mess. And then that massive offshore cleanup facility went up inside. The big shell. I hear the cleanup isn't quite over yet. It takes time. But in the meantime, the shell's become a landmark, a symbol of environmental protection. Das war der Prolog, ja. Kleiner Vorgeschmack. Approximately 6 hours ago, the big shell was seized by an armed group. Do we have an ID? Former members of the Navy SEAL Special Anti-Terrorist Training Squad Dead Cell. Russian private army members may also be involved. It's a highly trained group and they have the big shell under complete control.
Oh boy, here we are again. Come in from downwind and pull up fast. Get ready to fast rope down to Shell 1. 5 minutes to ETA. Also, your top priority is to rescue and safeguard the President. Team Bravo, watch out for Stillman's back and get those C4s disarmed. What are their demands? $30 billion. $30 billion? What makes them think they can get that much? There was a government-sponsored tour going on at the Big Shell that Got day. it memorized. Hostages, huh? A VIP from one of the major conservation groups, and one from our own government. The most important person in a sense. The most important person? James Johnson. The president? Unless the demands are met, the terrorists intend to blow the Big Shell out of the water. And the crude will ignite, turning the Manhattan Harbor into an inferno. That's not the worst-case scenario. If the chlorides being used to decontaminate the seawater go up with the oil, toxins containing catastrophic levels of dioxins will be released. In other words, the bay's ecosystem will be wiped out, and the sea will turn into a toxic soup for centuries, becoming the worst environmental disaster in history. You have 2 mission objectives. 1, infiltrate the offshore decontamination facility Big Shell and safeguard the president and other hostages. And 2, disarm the terrorists by any means necessary. You should know that SEAL Team 10 is also conducting a rescue operation. Das wird so gut. Is this a joint effort? No. Foxhound remains a covert body. Don't alert them to your presence. That is an order. This is Snake. I'm now inside Strut A of Shell 1. How are things? We're in luck. Looks like there are no sentries posted here. What's the visibility? The lights on the plant struts are functioning. I won't have to use the IR goggles. Any problems? There was a brand new hole cut through the oil fence. There's someone else besides me that wanted to get in badly. That's not possible. What about SEAL Team 10? They landed on the roof of the Big Shell as planned. And by the way, Snake, we're changing your code name for all following communication. What's wrong with Snake? Just a precaution. You are now designated Raiden. Raiden. All right, Raiden. You've already covered infiltration and VR training. I've completed 300 missions in VR. Stark. I feel like some kind of legendary mercenary. Okay, we'll skip that part. Make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. When you want to use the codec, push the select button. When we need to reach you, contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the select button. The codec's receiver directly stimulates the small bones of your ear. No one but you will be able to hear it. All right. I'll contact you if anything changes. First, make your way to the upper section of the Big Shell. How do I get up to the next level? There's an elevator at the far end of that area. Use that. Sounds good. Your new sneaking suit uses electrofiber technology, a byproduct of fiber optics research. The texture isn't far removed from rubber, but the material protects against a wide range of toxic substances. The suit itself has a wide array of built-in sensors. It is referred to as smart skin in military R&D. Data about damage to different regions of the body, including blood loss, is exchanged between the suit and the intravenous nanomachines to create a feedback system. There's a lot of pressure on my torso. Relax. The suit applies varying pressure to major internal organs to maximize performance and safeguard their functions. They call this the skull suit in Foxhound. Skull suit seems appropriate somehow. The hatch with a circular handle will open into the elevator area. Locate the hatch first. Copy that. Moving on to main mission objectives. Got it memorized. Okay. Ja, jetzt beginnt das eigentliche Spiel, Leute.
Und der Grund, unter anderem, wieso Leute dieses Spiel damals gehasst haben, ist, dass man gar nicht wirklich Snake spielt, sondern man spielt Raiden. Und Leute mochten ihn nicht so gerne. Weil halt mit dem ersten Teil war halt wurde mit Snake so ein ikonischer Charakter kreiert. Und dann kommt der zweite Teil raus. Alle so, oh geil, Snake, Snake, Snake. Spielen Snake für 2 Stunden. Und auf einmal ist Snake weg. Und dann, ja, good luck, have fun mit Raiden. Und keiner mochte den. Got your feet wet? These are the basic controls for swimming. Ah. When you're on the surface, you can swim in corresponding directions using the up, down, left, and right movement of the left stick. Push the punch button to dive down from the surface. Oh, ich kann tauchen. Ui, ja Mann. Stroke the water and move forward by pushing the punch button. Push it in rapid succession to swim faster. Change your heading with the left stick. Up will take you up, down takes you lower. Left and right to face those directions. The O2 Wirklich 300 VR-Missionen gemacht und nicht gelernt, wie man schwimmt. Corresponds to the amount of air you can hold from a single deep breath. Once the O2 gauge falls to 0, the life gauge will start to drop. You need to be aware of that. No choice game. Also derselbe Charakter heißt nicht Snake, sondern Raiden. Hab ich richtig? Das ist halt ein anderer Typ, der hat den Codenamen Snake gehabt. Und jetzt hat der Colonel hat gesagt, yo, Digi, lass mal für diese Mission einen anderen Codenamen benutzen. War hier unten irgendwas? Und er nennt ihn jetzt Raiden. Ich glaube, da unten ist nichts. Aber ja, wir sind jetzt hier in so einem Tanker, so einem Ölinsel. Und müssen hier eine Terroristengruppe namens Foxhound stoppen, die den Präsidenten hier gefangen hält. Und 30 Millionen, ne? Oder Milliarden? Ne, 30 Millionen. 30 Millionen verlangt als Bezahlung. Und wenn diese 30 Millionen nicht reinkommen, dann stirbt der Präsident und sie jagen diese ganze Anlage in die Luft. Was bedeuten würde, dass die Küste hier komplett verseucht ist für Jahrhunderte. Weil halt Öl, ne? Das waren Milliarden sogar, okay. Und das will man natürlich nicht, ne? Weil dann ist das ganze Ökosystem gefickt. Ach, habe ich Foxhound gesagt? Ich meinte nicht Foxhound. Irgendwie habe ich gerade noch an Foxhound gedacht. Jo, was war das denn? Jo, 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 jo. Breakdance einfach. Okay, man ist hier einfach nur im Kreis. Okay. Diese fucking, was seid ihr? Bäh. Wieso sind die hier? Bäh. Bäh. Wieso hat er so gestöhnt? Colonel, I've sighted an enemy sentry. AN-94 and a Makarov. Hey, Those grenades, all his equipment is Russian-made. Must be a Gerlukovich man. Gerlukovich? A Russian private army that was in line to work with the Shadow Moses takeover group 4 years ago. What's their stake in this one? They must have made a deal, an arrangement with the terrorists. They've become a band of mercenaries, an army without a country.
Army without a country. Okay. So, ich habe aber noch keine Waffen, ne? Nee. Okay, ist weg. Schlange! Colonel, there's definitely another intruder in here besides me. That's not a possibility. Not a team. Looks like a solo job. One man. We may not know who he is, but he managed to take care of every sentry in the area. They're all out cold. Whoever he is, he's got some skills. We need to get an ID. But for now, you can take advantage of the situation and get to work. There's a terminal in front of the elevator. A node. Did you say nerd? Not nerd. Node. Oh. Use the node to gain access to the Big Shell's facilities network. Then what? Pull up the map of the structure. That'll let you activate the Soliton radar. The Soliton radar? True. That radar came in useful during VR training. A radar system uses biological magnetic fields as input. These estimated enemy positions are projected onto a map according to reference points collected via GPS signals and field personnel reports. We need to get to the map through the Big Shell's node to put this data processing to practical use. The node unit is about 3 feet high, should be colored blue. Each area has at least one. How do I gain access? Just push the action button in front of the node. Aber was war dieser Joke im Deutschen? Will take care of the security clearance and allow you access to the node. Complete the procedure before those sentries gain consciousness. If they spot you, you won't be able to gain access for a while. Stay on guard. Got it. Er hat im Englischen halt gesagt Nerd anstelle von Node. Und im Deutschen wurde es einfach aus Node ein Not. Das ist ja einfach gar kein Joke mehr. Das ist ja einfach nur komplett dummer Satz. Raiden, you won't be able to use any of the enemy's equipment. Why not? You should know that all active weapons are equipped with a personal identification system. The owner enters their required user ID information during the weapon registration or at the start of a mission. If anyone other than the registered user tries to fire the weapon, the ID system will not authorize the action. Genau das meinte ich. Deshalb konnte Snake auch die Waffen nicht aufsammeln. They must have been customized by the terrorists themselves. These are professionals we're dealing with, and they certainly won't let their own equipment be used against them. I'm guessing it's the same for the Navy SEALs gear? Right. How am I supposed to procure weapons then? Find the ones that haven't yet been individualized. Everything you find in the item box is clean. You should know this from your VR training. Okay, I know those. Items in the item box are yours to use at will. They will be your supply source with regards to weaponry and gear. Einfach zweites Tutorial bekommen. Kann ich Stapler fahren? Kein Stapler. Ach, Raiden hat keinen Staplerschein. Ach, scheiße. Codename. Ich bin der Kjai. Mein Birthday. Hey, nein. Ich kann das Jahr gar nicht einstellen. Als ob die Wache nicht mal ein Messer hat. Ja, das Messer ist so ein Klappmesser und das klappt nur auf, wenn du
ne? Ich kann nochmal Einstellungen machen. Okay. Good work, Raiden. The radar should be functioning now? Remember your VR training sessions. The tool is exactly the same one. It maps the terrain as well as the position of enemy personnel. Personnel. The bright dot in the middle is you, Raiden. The red dots are your enemies, and the blue cone shape represents Aber wieso erklärt mir das Spiel nochmal? Your radar isn't affected by the weather, but if you're discovered by an enemy, you won't be able to use it. It gets jammed easily, I'm afraid. It's all made from currently existing technology. You won't be able to use it in an area with strong harmonic resonance, so be careful. The Big Shell's layout map should now be available after touching the Start button. How do I save the mission data? I've set aside a proprietary frequency for saves, and an analyst to work on the data too. Jack, is everything all right? What are you doing here? Jack, can you hear me? Rose, you're not supposed to be involved. Der gibt es einen echten Namen, Chat. Der ist Jack. Jack, I'm a part of this mission. Colonel, what the hell is going on? Raiden, meet the mission analyst. She'll be overseeing the data saving and support. Why her? The Foxhound analyst that was supposed to take part in this mission was in an accident. Rosemary was brought in as a replacement. An accident? And according to the files, she knows you better than anybody else. Rose may be in the service, but an intelligence analyst is no field officer. Not to worry. She has our technical staff at her disposal. She's never been a part of a field mission. This is insane. I have my own reasons for selecting her for this mission, soldier. Colonel, I fail to see... I know your VR training performance in and out, but sometimes that's not enough. You're familiar with the Shadow Moses incident? You know I covered it in VR. If there's a crucial tactical detail that case taught us, it was the power of the operative's will to survive. I was trained to fight. My personal feelings have no place in a mission. We've learned that it doesn't work that way. And on the field, you need all the help you can get. Jack, you're stuck with me whether you like it or not. Rose. You need someone to watch your back. But I have conditions that need to be met, Colonel. What is it? I'll perform my duties and save that mission data. Danke. But I'm aware that technically I'm not part of the mission control team. After all, I'm just a normal girl who's worried about Jack. But that means, Colonel, that I am not required to follow your orders outside of my immediate duties. Jack is not simply a field personnel for me to track. His safety comes first to me, not the mission. And because of that, I will be monitoring and keeping a record of every communication you have with him, Colonel. Given the circumstances, you're free to do what you see fit. Kann ich nicht mehr mit Colonel I prefer this to flirten. being kept in the dark waiting. I'd like to make a request, if I may. Of course. His handle is Raiden. For the duration of the mission, could you call him that? Yes, sir. All Das ist right, auf Titanic. Raiden. Jack and Rose. Let me know when you're ready to turn in a save. The proprietary save frequency is 140.96. I just switched frequencies. Jack, What? do you know what day it is tomorrow? April 30th. Is there something special about it? Isn't there? I can't remember. I'm sorry. Oh well, I'll keep trying till I hear the answer. I'm gonna let you go now, Jack. Take care. Fucking Rose. Und jetzt stehen die alle auf? Raiden, the enemy sentry is regaining consciousness. Be careful, Jack. Find somewhere to hide until the elevator arrives. You must stay out of sight. Versteckt. I'm under enemy fire. Secure the perimeter. Ja, vor allem, er sagt so, yo, könntest du bei der Mission ihn jetzt nur noch Raiden nennen? Sie ändert die Frequenz. Yo, Jack. Jack, yo. Yo, Jack. Jackie Jackinson. Jacko. Jackal.
bep, 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 bep. Bep, 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 bep. Sie nennen ihn einmal riden und dann nie wieder. So, da ist er, Leute. Der bildhübsche Junge. Sons of Liberty. Sons of Liberty? The name of their leader is Solid Snake. The hero of Shadow Moses? So that's why you changed my code name. Right, but he can't be the Solid Snake. He died 2 years ago on that tanker after he blew it sky high. Could he have survived? Not a chance. Das ist alles so wild, I'm on ey. the roof. There are no sentries, but it would only take one to spot me in this light. You never had daylight VR training after all. Stay extra sharp until you can find a node to log in from. What about the commandos? SEAL Team 10 has landed on struts B and C. And the president? Seems he was spotted on strut B. Strut B? The big shell is comprised of shells 1 and 2. Each unit consists of a central core and 6 struts surrounding it. So the whole thing is shaped like 2 hexagons connected end on end. Exactly. And you're on the roof of strut A, shell 1 at the moment. Gleich kommt Tobias angeflogen. First, get to a node. Log into the network. Got it. Ja, Chat, wie es aussieht, ist unser neuer Feind einfach Snake persönlich. Mit seiner neuen Gang. Sons of Liberty. Die Schweine. Die haben den Präsidenten gefangen genommen. Junge, er hat so einen dicken Booty. Holy shit. What's up, Jack? Aber für heute ist Schluss, Chat. Wir machen nächste Woche weiter. Mit diesem wundervollen Spiel. Jack, do you remember what day tomorrow is? That again. I'm sorry, but I still don't have a clue. That's okay. What is it, Rose? Talk to me. I'd rather you figure it out. It's important. How important? Important enough, and we'll talk about it tomorrow. Why not now? Tomorrow seems more appropriate. I need all the help I can get so that I won't chicken out anyway. Is that the reason you decided to be part of this mission? Okay, I'm gonna finish this thing by tomorrow no matter what. You know I'll do everything I can to help you. Rose, there's something I need you to do as an analyst. What is it? It has to do with Solid Snake. The leader of this takeover incident is claiming that he's Snake himself. The legendary mercenary? I need as much data on him as possible. Everything they have on him after the Shadow Moses incident. He's dead now, isn't he? Yes. Should be a burial record somewhere too. Diese Maske wieder We should aufsetzen, be der ist able to request wunderschön. top-level security clearance from the Colonel. That should get us into the most classified material. I'm on it. I'll contact you as soon as I find out something. Nice, nice, nice. Boah, ich freue mich, Chat. Ich freue mich. Ich freue mich, das wird geil. Weil man ja so ein bisschen ja weiß, was passiert ist und was, wie das jetzt quasi erst ausgehen wird und so weiter, kann man beim Replayen das auch noch richtig geil enjoyen, weil du kannst auf dem Weg zum Finale quasi vielleicht sogar schon so Clues sehen, die schon so vielleicht auf das Finale hindeuten oder sowas, die man aber nur sehen kann, wenn man weiß, in welche Richtung das Spiel geht. Alter. Und das ist dann beim Replayen wahrscheinlich auch richtig geil. Guckt euch sein Booty an. Holy shit. Wer ist dieser geile Moforge? Oh ja, wir machen nächste Woche Mittwoch hier weiter, Chat.